Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Tag 30, das Experiment. Ich versuche 30 Tage ohne Einkaufen im Supermarkt zu überleben. Mein Experiment neigt sich dem Ende und ja, was soll ich sagen? Es ist toll. Es ist toll, geschafft zu haben und Gewissheit zu haben, dass man fähig ist, irgendwas in der Natur zu finden. Ich kann satt werden mit den Sachen, die ich finde, mit meinen Eicheln, mit Giersch und mit vielen anderen Kräutern. Das Experiment brachte aber auch Gewissheit, dass ich viel zu lernen habe. Ich kann unendlich noch lernen und mir Wissen sammeln über Kräuter, über Einlagerung von Lebensmitteln, Züchten von Gemüse, und das mache ich auch in großen Schritten, aber genug dazu. Heute ist Tag 30, also muss ich auch was kochen. Was habe ich gestern angekündigt? Ich möchte ganz gerne die Möhrenwurzeln rausziehen. Und da sind auch schon welche. Die sind zwar kleiner und sehen hell aus, also nicht die wie Möhren, aber es sind welche da. Ich könnte sie kochen und putzen. Und da heute eine Möhrensuppe gibt, verkoche ich Möhrengrün und die Wurzeln. Im nächsten Jahr habe ich mir fest vorgenommen, dass ich auch Möhrengrün viel intensiver in meine Speisekarte einbinden werde. Du hast dich bestimmt schon gefragt, warum macht sie so ein Experiment? Was bringt es denn überhaupt? Ich wollte die Gewissheit für mich haben, dass ich das schaffe. Aber selbst auch morgen werde ich versuchen, reduziert zu leben, in einem Hofladen das Nötigste zu kaufen. Das werden die 5 ausgewählte Lebensmittel sein: Öl, Mehl, Quark, Butter und die Eier. Auf die kann ich wirklich nicht verzichten, für die gibt es in der Natur kein Ersatz. Für eine vollwertige Mahlzeit muss ich diese Lebensmittel haben. Vielleicht auf Mehl könnte ich noch verzichten, aber auf die restlichen Lebensmittel nicht. Trotzdem versuche ich immer wieder, die selbst herzustellen. Zum Beispiel aus Eicheln möchte ich Öl pressen. Schade, die Presse ist immer noch nicht da. Die ist seit einer Woche, sogar mehr, unterwegs. Mal schauen. Aber wenn ich dann anfange, Öl zu pressen, dann nehme ich euch gerne mit. In die Möhrensuppe könnte man noch die rote Beete oder die Kartoffeln mit verkochen. Aber ich nehme jetzt die minimalistische Variante und nehme nun Möhrengrün und die Wurzeln. Im Vergleich zu den Möhren, die wir kennen, sind die wirklich mickrig. Aber mal schauen, wie die schmecken werden. Nicht unbedingt die kleinsten Möhren schmecken am schlechtesten. Habe ich denn schon mal erwähnt, dass ich jetzt viel weniger in der Küche Zeit verbringe als sonst? Die Gerichte sind so simpel
und die sind in 10 Minuten fertig. Danach muss ich nichts mehr machen. Heute Morgen habe ich zum ersten Mal einen Kaffee aus Eichelmehl probiert. Vielen Dank für das Rezept an die Selbstmacher unterwegs. Das schmeckt ungefähr wie Karo-Kaffee und nein, eigentlich nicht. Das hat so eine Eigennote und nur ein Tipp, röstet nicht zu dolle, sonst wird es bitter. Ohne Zucker und ohne Milch hat es auch geschmeckt und das ist mal in diesem Experiment was anderes gewesen, so zum Abschluss und zu der Krönung am 30. Tag. Der Kanal Selbermacher unterwegs hat auch ganz, ganz viele andere Rezepte aus Eicheln, verschiedenen Kräutern. Was habe ich mir da abgeguckt? Ein Quietenrezept. Ganz viele tolle Rezepte. Mein Giersauerkraut schmeckt tatsächlich. Ich werde jetzt die Salzlake vorsichtig abgießen und mit Möhrengrün vermischen und dann eine Suppe daraus kochen. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich werde demnächst auch viel mehr Gemüse fermentieren, da es gut bekömmlich für den Magen ist und ganz viele Milchsäurebakterien in sich hat, die für unseren Darm sehr gesund sind. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich mich bei dem Abwaschen gefilmt habe, aber das war Gott sei Dank auch ziemlich schnell erledigt. Das war nur ein Teller und ein Glas und ratzfatz nur unter dem Wasser gespült. So dreckig waren die nicht. Da ich im Experiment nicht eingekauft habe, sind keine andere Abfälle außer Bioabfälle entstanden. Kein Papier, kein Plastik, sogar die Essensreste sind überhaupt nie geblieben, weil ich habe die restlos aufgegessen. Das freut mich auch wirklich besonders, weil mein Ziel ist es, wirklich so wenig wie möglich Müll zu produzieren. Die Suppe ist fertig. Es sind wieder mal so 3 Portionen ungefähr. Das reicht für den ganzen Tag und die war wirklich lecker. Meine Tagesaufgabe heute ist Bohnenzeltabbau. Jeden Tag gebe ich mir kleine Tagesaufgaben auf und so habe ich nicht so viel Gartenarbeit immer, sondern kann auch den Garten genießen oder nur darin verweilen. Nächstes Jahr möchte ich für die Bohnen den Standort wechseln und auch die Konstruktion nicht so hoch haben. Also wird sie auseinandergebaut und mal schauen, was nächstes Jahr hier im Kreis dann eingepflanzt wird. Auf jeden Fall bleiben die Reste als Mulchmaterial da. Das hat sich wirklich bewährt. Außerdem möchte ich nächstes Jahr auch zwischendurch die Buschbohnen einpflanzen, damit wir auf die Bohnen nicht so lange warten. Die Buschbohnen, die haben eine kürzere Wachstumszeit, ich glaube nicht mehr als 2 Monate und da ist der Ertrag auch sehr üppig und sehr schön. Das habe ich mir fürs nächste Jahr fest vorgenommen.
Die freie Fläche werde ich mit Fachkoniferenzweigen bedecken. Die sind überall ums Haus ringsherum und ich suchte wirklich sehr, sehr lange nach Verwendung von Zweigen und Bäumen überhaupt. Und jetzt weiß ich, dass ich zum Beispiel im Dezember den ganzen Garten mit Zweigen schmücken kann und das dient gleichzeitig als Mulchmaterial. Das verrottet sehr schnell und daraus entsteht auch ganz gute Erde, finde ich. Heute schneide ich ein paar und bis zum Wochenende ist dann das Plätzchen voll bedeckt, ohne große Anstrengung, denn heute ist meine Tagesaufgabe eigentlich auch zu Ende. Wichtig war, die Konstruktion abzubauen, die Bretter aufzuräumen und so mache ich das auch. Aber ich schaue auch gleichzeitig, wie sieht es denn aus mit Koniferenzweigen? Könnte man das so lassen für den Winter? Finde ich ganz hübsch. Die Bretter kommen zu den Baumaterialien. Die Stöcker werden verbrannt im Kaminofen und der Haufen bleibt so, wie er ist. Vielleicht treiben noch ein paar kleine Kürbistriebe, die könnte ich in der Küche gut gebrauchen. Und sonst ist alles schon beerntet und abgeblüht. Bis März ist ein Kompostierungsprozess zu Ende und wir haben wahrscheinlich so ein bisschen grobkörnige Erde an dieser Stelle. Da können die Tomaten perfekt passen oder auch die Kräuter, die können auch hier ganz gut und wohl sich fühlen. Im nächsten Video zeige ich, wie die Stelle dann aussieht mit ganz vielen Koniferenzweigen und außerdem fahren wir zum Hofladen zusammen einkaufen und kochen ein paar Gerichte für die nächsten Tage. 2 Tage habe ich nicht auf den Winterportulak drauf geguckt und tada! Es ist alles so gewachsen und groß geworden. Man könnte das schon mal jetzt richtig abernten, mit der Schere dran gehen und so eine Schüssel Salat wäre voll. Kuba-Spinat, Postelein, Winterportulak oder gewöhnliches Tellerkraut. Das sind die Namen von dieser Pflanze. Möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Mein Experiment ist zu Ende. Ich bin sehr zufrieden und dankbar. Also genießen wir den Tag. Es ist einmalig. Dieser Tag ist vorbei und den wird es nie wieder geben. Wir sehen uns im nächsten Video. Also sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.